Guten Nachmittag. Praxis Dr. Müller. Ich möchte einen Termin vereinbaren. Mein Name ist Anna Schmidt. Guten Nachmittag. Praxis Dr. Müller. Ich möchte einen Termin vereinbaren. Mein Name ist Anna Schmidt. Guten Tag. Frau Schmidt. Bei welchem Arzt möchten Sie einen Termin? Und welche Beschwerden haben Sie? Guten Tag. Frau Schmidt. Bei welchem Arzt möchten Sie einen Termin? Und welche Beschwerden haben Sie? Ich habe seit 2 Tagen Fieber und Halsschmerzen. Ich möchte einen Termin bei einem Allgemeinmediziner. Egal bei wem. Ich habe seit 2 Tagen Fieber und Halsschmerzen. Ich möchte einen Termin bei einem Allgemeinmediziner. Egal bei wem. Sind Sie eine neue Patientin in unserer Praxis? Sind Sie eine neue Patientin in unserer Praxis? Ja. Ich bin eine neue Patientin. Ja. Ich bin eine neue Patientin. Dann brauche ich einige persönliche Informationen und Ihre Krankenversicherungskarte. Wann möchten Sie kommen? Dann brauche ich einige persönliche Informationen und Ihre Krankenversicherungskarte. Wann möchten Sie kommen? Nächste Woche? Dienstag oder Donnerstag? Am besten am Vormittag. Nächste Woche? Dienstag oder Donnerstag? Am besten am Vormittag. Dienstag um 10 Uhr? Dienstag um 10 Uhr? In Ordnung. Ich nehme den Termin. Vielen Dank. In Ordnung. Ich nehme den Termin. Vielen Dank. Kein Problem. Bitte bringen Sie Ihre Versicherungskarte und eventuell alte Unterlagen mit. Bis Dienstag. Kein Problem. Bitte bringen Sie Ihre Versicherungskarte und eventuell alte Unterlagen mit. Bis Dienstag. Übrigens. Wie lange dauert der Termin normalerweise? Übrigens. Wie lange dauert der Termin normalerweise? Das hängt von Ihrer Situation ab. Aber normalerweise dauert es 15 bis 30 Minuten. Das hängt von Ihrer Situation ab. Aber normalerweise dauert es 15 bis 30 Minuten. Und wenn ich meine Medikamente vergesse? Und wenn ich meine Medikamente vergesse? Kein Problem. Aber bitte teilen Sie uns die Namen und Dosierungen vorher mit. Kein Problem. Aber bitte teilen Sie uns die Namen und Dosierungen vorher mit. Kann ich eine Begleitperson mitnehmen? Kann ich eine Begleitperson mitnehmen? Ja. Selbstverständlich. Ja. Selbstverständlich. Ich erinnere mich, dass ich am Dienstag nur am Vormittag Zeit habe.
Gibt es einen Termin am Morgen? Ich erinnere mich, dass ich am Dienstag nur am Vormittag Zeit habe. Gibt es einen Termin am Morgen? Ich schaue nach. Es tut mir leid. Der Vormittag am Dienstag ist bereits ausgebucht. Wie wäre es am Donnerstag um 9 Uhr? Ich schaue nach. Es tut mir leid. Der Vormittag am Dienstag ist bereits ausgebucht. Wie wäre es am Donnerstag um 9 Uhr? Perfekt. Dann nehme ich den Termin um 9 Uhr am Donnerstag. Perfekt. Dann nehme ich den Termin um 9 Uhr am Donnerstag. In Ordnung. Ich notiere das. Sie können den Termin auch online auf unserer Website ändern. In Ordnung. Ich notiere das. Sie können den Termin auch online auf unserer Website ändern. Danke. Muss ich außer der Krankenversicherungskarte und den alten Unterlagen noch etwas mitbringen? Danke. Muss ich außer der Krankenversicherungskarte und den alten Unterlagen noch etwas mitbringen? Nein. Das ist alles. Nein. Das ist alles. Gibt es Parkmöglichkeiten bei der Praxis? Gibt es Parkmöglichkeiten bei der Praxis? Ja. Es gibt kostenlose Parkplätze direkt vor der Praxis. Ja. Es gibt kostenlose Parkplätze direkt vor der Praxis. Wie ist es mit dem Bus? Wie ist es mit dem Bus? Die nächste Haltestelle ist 5 Minuten zu Fuß entfernt. Die Linien 12 und 25 halten dort. Die nächste Haltestelle ist 5 Minuten zu Fuß entfernt. Die Linien 12 und 25 halten dort. Und wenn ich mich verspäte? Und wenn ich mich verspäte? Bitte rufen Sie uns so früh wie möglich an. Wenn Sie sich verspäten. Wenn Sie mehr als 15 Minuten zu spät kommen, müssen Sie möglicherweise einen neuen Termin vereinbaren. Bitte rufen Sie uns so früh wie möglich an. Wenn Sie sich verspäten. Wenn Sie mehr als 15 Minuten zu spät kommen, müssen Sie möglicherweise einen neuen Termin vereinbaren. Kann ich meinen Termin 24 Stunden vorher absagen? Kann ich meinen Termin 24 Stunden vorher absagen? Ja, natürlich. Sie können telefonisch oder online über unsere Website absagen. Ja, natürlich. Sie können telefonisch oder online über unsere Website absagen. Bietet die Praxis auch Videosprechstunden an? Bietet die Praxis auch Videosprechstunden an? Ja. Wenn Sie interessiert sind, können Sie sich anmelden. Videosprechstunden sind besonders praktisch für leichte Beschwerden oder wenn Sie nicht persönlich kommen können. Ja.
Wenn Sie interessiert sind, können Sie sich anmelden. Videosprechstunden sind besonders praktisch für leichte Beschwerden oder wenn Sie nicht persönlich kommen können. Vielen Dank für die Informationen. Akzeptiert die Praxis Kartenzahlung? Vielen Dank für die Informationen. Akzeptiert die Praxis Kartenzahlung? Ja. Wir akzeptieren die meisten Kredit- und Debitkarten. Ja. Wir akzeptieren die meisten Kredit- und Debitkarten. Muss ich vor dem Termin nüchtern bleiben? Muss ich vor dem Termin nüchtern bleiben? Für Ihren Fall ist das nicht notwendig. Aber falls eine Blutuntersuchung erforderlich ist, müssten Sie vorher nüchtern bleiben. Für Ihren Fall ist das nicht notwendig. Aber falls eine Blutuntersuchung erforderlich ist, müssten Sie vorher nüchtern bleiben. Hat die Praxis auch am Wochenende geöffnet? Hat die Praxis auch am Wochenende geöffnet? Ja. Wir sind samstags morgens geöffnet. Sonntags bleibt die Praxis geschlossen. Ja. Wir sind samstags morgens geöffnet. Sonntags bleibt die Praxis geschlossen. Kann ich den Arzt bitten, mir ein Rezept auszustellen? Kann ich den Arzt bitten, mir ein Rezept auszustellen? Ja. Nach der Untersuchung und Diagnose wird der Arzt ein Rezept ausstellen. Wenn es notwendig ist. Ja. Nach der Untersuchung und Diagnose wird der Arzt ein Rezept ausstellen. Wenn es notwendig ist. Kann ich die Testergebnisse online abrufen? Kann ich die Testergebnisse online abrufen? Ja. Selbstverständlich. Sie können die Ergebnisse auf unserer Website einsehen, indem Sie sich einloggen. Ja. Selbstverständlich. Sie können die Ergebnisse auf unserer Website einsehen, indem Sie sich einloggen. Bietet die Praxis Impfungen an? Bietet die Praxis Impfungen an? Ja. Wir bieten Impfungen für Kinder und Erwachsene an. Sie können die Liste der Impfstoffe auf unserer Website einsehen oder den Arzt direkt fragen. Ja. Wir bieten Impfungen für Kinder und Erwachsene an. Sie können die Liste der Impfstoffe auf unserer Website einsehen oder den Arzt direkt fragen. Was ist, wenn ich eine Krankmeldung brauche? Was ist, wenn ich eine Krankmeldung brauche? Der Arzt stellt Ihnen eine Krankmeldung aus. Wenn es erforderlich ist. Der Arzt stellt Ihnen eine Krankmeldung aus. Wenn es erforderlich ist. Wo finde ich Informationen über den Arzt, der mich behandeln wird? Wo finde ich Informationen über den Arzt, der mich behandeln wird?
Sie können Informationen über unsere Ärzte auf der Website finden. Dort gibt es Profile mit Lebenslauf, Fachgebieten und Erfahrung. Sie können Informationen über unsere Ärzte auf der Website finden. Dort gibt es Profile mit Lebenslauf, Fachgebieten und Erfahrung. Vielen Dank für die hilfreichen Informationen. Vielen Dank für die hilfreichen Informationen. Gern geschehen. Bis Donnerstag und ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Gern geschehen. Bis Donnerstag und ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Danke. Bis bald. Danke. Bis bald.